Stell dir vor, du bist in China oder Taiwan und stehst vor einem wunderschönen Tempel. Doch plötzlich fragst du dich, darf ich hier ein Foto machen? Wen beten die Menschen hier eigentlich an? Und mache ich vielleicht etwas falsch? Ohne dieses Wissen verpasst du nicht nur die Bedeutung, du riskierst auch unhöflich zu wirken. Hallo und herzlich willkommen zu Tingshuo Chinesisch. Heute zeige ich dir, wie Tempel wirklich funktionieren und wie du sie verstehst wie ein Insider. Wenn du China oder Taiwan bereist, begegnest du Tempel überall. Sie sind nicht einfach alte Gebäude, sie sind das lebendige Herz der chinesischen Kultur. Im Tempel kannst du beeindruckende Architektur bewundern, Menschen beim Beten erleben, tief in chinesische Traditionen eintauchen. 2 der bekanntesten Tempel sind der Yonghe-Gong in Beijing, der Longshan-Si in Taipei. Für viele deutsche Reisende ist das eine völlig neue Welt und genau deshalb lohnt es sich, gut vorbereitet zu sein. Vielleicht fragst du dich beim Tempelbesuch, ist das jetzt Buddhismus oder Daoismus? Die ehrliche Antwort, beides und noch viel mehr. Die meisten Tempel in China und Taiwan gehören zum sogenannten chinesischen Volksglauben. Er vereint 3 große Traditionen. Die Weisheit des Buddhismus, die Naturphilosophie des Daoismus und die Werte von Konfuzius. Das Besondere, diese 3 Traditionen existieren nicht getrennt, sondern fließen ganz natürlich ineinander. Ein typisch chinesischer Ansatz des Lebens. In einem Tempel stehen oft viele verschiedene Gottheiten. Jeder hat seine bestimmte Aufgabe und die Menschen gehen zu dem Gott, der zu ihrem Wunsch passt. Hier sind die 8 wichtigsten Gottheiten. Ma-Zu, Göttin des Meeres. Ma-Zu hieß ursprünglich Lin Mo und lebte im 10. Jahrhundert in der Provinz Fujian. Der Legende nach konnte sie Stürme vorhersagen und rettete Fischer in Seenot. Nach ihrem Tod glaubten viele, dass sie weiterhin Seeleute beschützt. Menschen beten zu ihr um Schutz auf Reisen und Sicherheit auf dem Meer. Guan Di, Gott der Gerechtigkeit. Guan Di basiert auf dem historischen General Guan Yu, der in der Zeit der 3 Reiche lebte. Er war berühmt für Loyalität, Mut und Ehrlichkeit. Viele Geschäftsleute beten heute zu ihm um Erfolg und Schutz. Cheng Huang-Ye, Schutzgott der Stadt. Viele Stadtgötter waren früher ehrliche Beamte oder lokale Helden. Nach ihrem Tod glaubten die Menschen, dass sie nun die Stadt im spirituellen Sinne bewachen. Menschen beten zu ihm um Ordnung, Sicherheit und Gerechtigkeit. Yue Xia Lao Ren, Gott der Liebe. Der Alte unter dem Mond verbindet 2 Menschen mit einem unsichtbaren roten Faden, Menschen, die füreinander bestimmt sind. Vor allem Singles und Verliebte beten zu ihm um eine glückliche Ehe und große Liebe. Wenchang Di Jun, Gott der Bildung. Er basierte auf dem Gelehrten Zhang Yazi, der im 4. Jahrhundert lebte, bekannt für seine außergewöhnliche Intelligenz und seinen vorbildlichen Charakter. Schüler und Studenten beten zu ihm um Konzentration und Prüfungserfolg.释迦牟尼佛, Buddha Shakyamuni. Er lebte vor über 2500 Jahren in Indien als Prinz. Er verließ seinen Palast, um das Leiden der Menschen zu verstehen. Nach langer Meditation erlangte er die Erleuchtung. Menschen verehren ihn als Lehrer der Weisheit und des inneren Friedens. Tu Di Gong, Gott der Nachbarschaft. Er soll auf dem guten Beamten Zhang Fu-De basieren, der sich sein Leben lang um die einfachen Menschen kümmerte, wie ein freundlicher Nachbar, immer hilfsbereit. Er gilt als Beschützer des Hauses und bringt Glück im Alltag und Erfolg im Geschäft. Guan Shi Yin Pu Sa,
Göttin der Barmherzigkeit. Ursprünglich aus der buddhistischen Tradition Indiens verwandelt sich ihre Gestalt in China zu einer sanften Frau im weißen Gewand. Ihr Name bedeutet, die, welche die Stimme der Welt hört. Menschen beten zu ihr in Momenten der Not und Trauer und bitten sie um Trost, Heilung und Schutz. Ein chinesischer Tempel ist kein stiller Ort wie eine deutsche Kirche. Er ist lebendig, bunt und voller Aktivitäten. Räucherstäbchen anzünden. Shaoxiang. Man zündet Räucherstäbchen an, hält sie mit den beiden Händen vor die Brust und beugte sich vor dem Altar. Der aufsteigende Rauch symbolisiert Gebete, die in den Himmel getragen werden. Beten und Wünsche äußern. Bai Bai, Xu Yuan. Man betet um Gesundheit, Glück, Erfolg und Liebe, oft ganz direkt, indem man der Gottheit den eigenen Namen und Wohnort nennt. Es ist kein formelles Ritual, sondern ein echtes Herzgespräch. Orakel mit Bambusstäbchen. Qiu Qian. Man schüttet einen Becher mit nummerierten Bambusstäbchen, bis einer herausfällt. Die Nummer führt zu einem Orakelzettel mit einem Rat oder einer Prophezeiung für wichtige Lebensfragen wie Arbeit, Liebe oder Reisen. Orakel mit Holzbrücken. Zhijiao. Man stellt eine Ja- oder Nein-Frage und wirft 2 kleine Holzstücke auf den Boden. Je nach Landung antwortet die Gottheit mit Ja, Nein oder Frage noch einmal. Opfergaben bringen. Gongfeng. Vor dem Altar findet man Früchte, Süßigkeiten, Tee und manchmal auch Papiergeld, Zhiqian, das symbolisch verbrannt wird. Diese Gaben sind Ausdruck von Dankbarkeit und Respekt gegenüber den Göttern. Tempelfeste feiern. Miao Hui. An Festtagen verwandelt sich der Tempel in ein riesiges Volksfest mit Prozessionen, Drachentänzen und Musik. Das bekannteste Beispiel ist das Dajia Mazu Pilgerfest in Taiwan. Jedes Jahr begleiten Hunderttausende Menschen die Mazu-Statue 9 Tage lang auf einer mehr als 300 Kilometer langen Reise. Sind die Tempel in Taiwan und China eigentlich gleich? Nein, und genau das macht beide Reiseziele so spannend. Du biegst um eine Ecke und plötzlich steht da ein Tempel. Rote Laternen, Räucherstäbchen, Kindergeschrei, mitten im Wohnviertel, direkt neben dem Nachtmarkt. Hier gehört der Tempel zum Alltag, wie der Bäcker um die Ecke in Deutschland. Buddhismus, Daoismus und Volksreligion vermischen sich ganz selbstverständlich. Ein Taiwaner beten am selben Tag zu Mazu, Guanyin und Tudigong, alles in einem Tempel, ohne darüber nachzudenken. Du betriffst den Shaolin-Tempel und der erste Eindruck ist grandios, feierlich, ehrwürdig. Jahrhundertalte Mauern, stille Mönche, Geschichte, die man förmlich spüren kann. Nach der Kulturrevolution, als viele Tempel zerstört oder geschlossen wurde, erlebt die Religion seit den 1980er Jahren eine langsame Rückkehr. Heute sind viele dieser Tempel auch große Touristenattraktionen mit Eintrittskarten, Führungen und Tausende von Besuchern täglich. In Taiwan lebt der Tempel. Er ist Alltag, Gemeinschaft, Tradition. In China beeindruckt der Tempel. Er ist Geschichte, Größe, Erbe. Beides ist faszinierend, nur auf unterschiedliche Weise. Bevor du einen Tempel betriffst, ein paar wichtige Regeln. Eintritt, die Schwelle und die Tore. Tritt niemals auf die Türschwelle am Eingang. Das gilt als unglückbringend. Und in Taiwan gilt, betriffst den Tempel durch das rechte Tor, das Drachentor, und verlassen ihn durch das linke Tor, das Tigertor.
So verwandelst du Pech in Glück. Verhalte dich ruhig. Sprich leise, telefoniere nicht laut, auch wenn es in Taiwan oft trubelig zugeht. Der Bereich direkt vor den Götterstatuen ist ein Ort des Gebets. Respekt ist die wichtigste Geste. Fotografieren? Ja oder nein? Nicht überall ist Fotografieren erlaubt. Achte auf Hinweise, Schilder oder frage vorher. Und positioniere dich niemals neben eine Götterstatue für ein Foto. Das gilt als respektlos gegenüber den Göttern. Hier sind noch einige wichtige Wörter und Sätze zu diesem Thema zum Mitnehmen. Miao, Miao, Miao Hui, Miao Hui, Bai Bai, Bai Bai, 烧香，烧香，拍照，拍照，神，神，中国人去庙里拜拜，中国人去庙里拜拜。他烧香拜拜，他烧香拜拜。我可以拍照吗？我可以拍照吗？这是什么神？这是什么神？他在做什么？他在做什么？ Tempel in China und Taiwan sind faszinierende Orte. Sie zeigen nicht nur Religion, sondern auch Geschichte und Alltag. Wenn du einen Tempel besuchst, achte auf diese Dinge und du wirst ihn ganz anders erleben. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere gern Ting Shuo Chinesisch. Bis zum nächsten Mal. 再见。